Hi und willkommen zu diesem Tutorial. Heute wollte ich euch beibringen, wie man bequem von zu Hause europäische sakrale polyphone Musik des 17. Jahrhunderts schreiben kann. Dafür brauche ich eine Menge Dinge. Erstmal ein Notenblatt, habe ich hier parat. Wir brauchen auch ein Instrument, habe ich also dieses Orgel hier bei mir. Und allen voran natürlich brauchen wir das Komponierkästchen von Athanasius Kirche. Das ist eigentlich das reale Größe des Kästchens, aber hier seht ihr es ein bisschen größer. Das ist die Vorderseite. Hier seht ihr, wie dünn es ist wirklich portabel gemeint. Und hier die Rückseite, das ist alles in Holz gebaut, wirklich sehr, sehr schön. Und hier seht ihr, wenn wir das aufmachen, diese ganz kleine Tabellen, die sind eigentlich das ganze Geheimnis der Sache. So, also würde ich sagen, haben wir alles da, also fangen wir an. Mit dem Komponierkästchen ist es eigentlich so, dass man immer mit einem Text anfangen muss. Also Ausgangspunkt ist immer Text. Und wir haben gesagt, sakrale Musik, also dachte ich so ganz einfach Ave Maria nehmen. Ihr seht schon, ich habe es ein bisschen so in Silben getrennt. Und das ist eben wichtig für diese Tabelle. Da sehen wir eine von diesen Tabellen und ihr seht, hier gibt es 2 Reihen und 2 Spalten. Diese Spalten sind wie Akkorden, das heißt, das ist für ein zweisilbiges Wort gemeint. Das heißt, damit könnte ich mein Ave ziemlich gut vertonen. Jetzt suche ich mir einen aus, zum Beispiel diese, und muss ich diese Nummern übersetzen. Wie tut man das? Wir nehmen uns eigentlich von diesen weißen Tasten eine und bezeichnen die Taste als Nummer 1. Zum Beispiel nehme ich jetzt F. Wenn F also mein 1 ist, dann kriegen die anderen Tasten in der Tonleiter eigentlich eine Nummer auch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so. Und damit kann ich dann diese Übersetzung anfangen. Mal sehen, also 3 wäre also A, 2 wäre G, 8 ist wieder F und 1, 5, 5 und 8, 5. Stimmt das? Ja, das stimmt schon. Also das wären unsere ersten 2 Akkorden. Das ist ganz schön gut. Ich meine, es ist jetzt nicht ein genialer Anfang, aber damit können wir schon anfangen. Und dann gucken wir uns weiter in diesen Tabellen. Diese Tabelle hier, wie ihr seht, hat viel mehr Spalten. Das ist für viel größere Worte gemeint. Damit kann ich also nichts anfangen. Aber hier gibt es eine Tabelle mit 3 Spalten. Und die kann ich eigentlich für mein Maria sehr gut benutzen. Also gleicher Vorgang, ich suche mir eine aus und übersetze. 3, 4, 3, also 8, 8, 8, 5, 6, 5 und 1, 4, 1. Also. Okay. Also das finde ich nicht so gelungen, vor allem weil wir haben hier im Bass eigentlich ein Tritonus, das so ein bisschen unangenehm zu singen ist und harmonisch irgendwie nicht so gut passt. Deswegen würde ich eher eigentlich ein anderer suchen, zum Beispiel diese. Nochmals, also 3, 5, 5, 8, 7, 8. 1, 2, 3, schön geordnet. Und 6, ja? 5, ja. Also, mal schauen. Das ist besser, oder? Ja, und dann, wenn wir das zusammen mit dem ersten machen, das kann schon eigentlich ein guter Anfang sein. Ave Maria. Und das wäre also das Prinzip, mit dem man weitermachen würde. Wie ihr seht, es gibt sehr viele Tabellen mit sehr vielen unterschiedlichen Reihen und Spalten für unterschiedlich lange Texten. Und es gibt sogar manche von diesen Tabellen mit rhythmischen Mustern, die man benutzen kann. Das wäre also das Prinzip und so würde man eigentlich weitermachen. Das war unser Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was gelernt. Und wie immer, like und subscribe. Und wir sehen uns demnächst.